SWR1 Baden-Württemberg. Leute. SWR1 Leute mit Clemens Kubi. Herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Tag, Frau Köster. Dokumentarfilmer und Autor sind Sie. Viele können Sie kennen von dem preisgekrönten Film Living Buddha oder von dem Film Unterwegs in die nächste Dimension. Da waren Sie mehr als 2 Jahre unterwegs zu Heilern und Schamanen in den unterschiedlichsten Kulturen, um über dieses Phänomen Selbstheilung eben vieles zu erforschen, was in unserer Kultur unbekannt sind. Sie haben ein bewegtes Leben. Sie waren auch Mitbegründer der Grünen. Es ist richtig, dass Sie in Sindelfingen die Partei damals gegründet haben. Das ist richtig. Das war meine Idee. Aber es gab damals noch keine Linken und keine Alternativen. Also beim Gründungskongress waren wir nur zu dritt auf der Bühne und ich hatte auf der rechten Seite August Hausleitner, der damals die AOD, die AOD hieß das, in Bayern innehatte mit dem einzigen ökologischen Programm, das es in der ganzen deutschen Parteienlandschaft gab. Der war allerdings damals schon weit über 70. Und auf der anderen Seite hatte ich Herbert Gruhl sitzen, der einzige Bundestagsabgeordnete in Bonn ohne Partei war, weil die CDU ihn rausgeworfen hatte wegen seines Buches Ein Planet wird geplündert. Und das war damals noch ein Schock dafür. Und den rief ich einfach über den Pförtner an und fragte ihn, ob er eine neue Partei, eine neue Heimat haben möchte. Und er sagte sofort ja. Und insofern konnten wir 3 als Vorsitz dieser neuen Partei, die Grünen, die Partei ins Leben rufen. Aber die beiden alten Herren haben also schon die ersten Jahre nicht überlebt und ich auch nicht. Ja, Sie hatten relativ schnell die Nase voll von den Grünen. Warum? Naja, wenn man seit 1973, also 7 Jahre dafür arbeitet, dass so eine Partei entsteht und jeden Tag irgendwie damit unterwegs war und tausende Vorträge gehalten hat und dann tatsächlich über die 5%-Hürde auf Anhieb kommt, gibt es in Deutschland die Wahlkampfkostenrückerstattung. Und das waren damals, glaube ich, so 1,2 Millionen. Und in dem Moment, wo dieses Geld in der Partei ankam, ging ein fürchterlicher Intrigenkampf los und Missgunst und also das übliche Konkurrenz, Eifersucht und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht mein Stil, darauf kann ich verzichten und bin dann Februar 81 schon wieder ausgetreten. Also ausgetreten, was heißt, war mein Baby, ich habe mein Baby verlassen. Ja, aber Sie haben ein neues Baby gefunden und durch ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis in Ihrem Leben. Es gab nämlich einen Unfall und im Anschluss waren Sie querschnittgelähmt. Ja, der Unfall kam eben erst danach, nachdem ich also quasi keine Lebensperspektive mehr hatte. Wie sich die Dinge so ergeben hatten, nachdem ich da nicht mehr in diese politische Richtung gehen wollte, hatte ich aber eine Kneipe auf dem Land und habe halt jeden Abend Bier ausgeteilt und ich glaube so ungefähr 2 Packungen Zigaretten passiv mitgeraucht. Und da hat meine Seele offenbar gern gesagt, nee Clemens, das ist nicht dein Weg. Wir wollten darüber sprechen, was in Ihrem Leben passiert ist, dass Sie das Thema Selbstheilung so für sich entdeckt haben. Es gab einen Unfall. Beschreiben Sie uns vielleicht mal diese Situation, was in diesem Unfall passiert ist. Anschließend waren Sie nämlich querschnittgelähmt. Ja, also das war in meinem eigenen Haus. Und es war der 27. Mai 1981. Es war so ein bisschen Nieselwetter. Und das Haus liegt am Hang und ich hatte immer die Möglichkeit, aus meinem Dachfenster herauszugehen, übers Dach zu laufen und dann hinten nur noch 1 Meter runter zu springen und im Garten zu sein. Ein Weg, den ich schon öfters genommen hatte, um mir die Treppen herunter und dann wieder hoch zu sparen. Und in diesem Moment wollte ich wieder raus und wollte an die Luft. Es war warm, Mai. Und ich stand im Fenster und dachte, es könnte ein bisschen glitschig werden, weil dieser Nieselregen auf den Dachziegeln
war nicht ganz geheuer. Also schon ein mulmiges Gefühl, was Sie hatten. So ein bisschen, aber während ich noch drüber nachdachte, rutschte ich schon aus. Und dann, wenn man so rutscht, dann bleibt ja quasi die Zeit stehen. Dann war noch die Überlegung, wenn ich mehr nach links rutsche, könnte ich da nach der Dachkante vielleicht die Dachrinne erwischen und mich an der festkrallen. Und dann wird vielleicht jemand kommen, mich da wieder abhängen. Aber ich rutschte mehr nach rechts und da ging es dann gleich über die Giebelkante. Und dadurch, dass die Straße noch unterhalb des Kellers verlief, waren das dann insgesamt 15 Meter. Und waren Sie bewusstlos? nein, nie. Also ich war dann, was heißt bewusstlos? Ich lag dann da auf dem Asphalt und hatte Schmerzen wie noch nie. Also unvorstellbar. Wo im Körper? Überall. Also ich wusste gar nicht, wie mir die Sinne stehen, sondern das Fatale war, der erste Gedanke, den ich hatte, war, jetzt haben Sie doch recht, weil ich war früher im Religionsunterricht und da hat man uns beigebracht, es gibt das Fegefeuer. Und ich dachte, glaubten, bestraft zu werden für all das. naja, ich dachte, solche Schmerzen, das kann nur Fegefeuer sein. Aber der zweite Gedanke war ja dann, ach so, man hatte mir ja gesagt, das Fegefeuer kommt nicht vor, sondern nach dem Tod. Also bin ich jetzt tot oder wie? Denn solche Schmerzen gehen ja gar nicht anders zu interpretieren. Und daraufhin habe ich dann gedacht, das muss ich jetzt erstmal eruieren und habe mal richtig geschrien. Und siehe da, mein Schrei wurde offenbar gehört. Jedenfalls der Nachbar kam, es regnete inzwischen richtig, so mit der Jacke überm Kopf und sagte, Clemens, was machst denn du? Ich sage, ich bin vom Dach gefallen. Das sagt er zu mir, von welchem Dach? Und da wusste ich lebe. Und dann hat er seinen Sohn gerufen und sagt, komm, pack man. Und dann musste man mich ja die Treppe von der Straße hoch zur Haustür tragen. Und der eine nahm mich unter den Kniekehlen und der andere unter den Achseln. Und später sagte der Chefarzt, wenn Sie bis dahin noch nicht querschnittsgelähmt waren. Spätestens dann. Also jeder, der so einen Fall findet, darf nicht sowas machen. Das war nicht sein Fehler. Ich mache ihm da keinerlei Vorwurf. Aber es ist schon eine gute Lehre. Man darf einen abgestürzten Menschen nicht das Rückgrat noch verbiegen. Ja, das ist das Wichtige, was man daraus mitnehmen kann. Ja, absolut. Sie kamen dann mit dem Hubschrauber in die Klinik. Was war das Erste, was Ihnen die Ärzte dort gesagt haben? Naja, der Mann läuft nicht wieder. Das passiert ja heutzutage auch oft, dass man diagnostiziert wird und dann heißt es, ja, das ist ein kompletter Querschnitt. Wobei, man muss wirklich wissen, und das gibt heute der Chefarzt unumwunden auch dem Fernsehen gegenüber zu, die Medizin, also die Wissenschaft besitzt kein bildhaftes Verfahren, also kein wissenschaftliches Verfahren, um nachzuweisen, ob ein Querschnitt wirklich komplett oder inkomplett ist. Und deswegen fragte ich ihn schon, ja, aber warum sagen Sie das dann? Und warum wiederholen das 40 Ärzte, was sie sagen? Und da meinte er, es ist immer eine Vermutung. Wenn wir uns aber als Team einig sind, der wird wahrscheinlich nicht laufen, dann sagen wir ihm, er läuft nicht. Denn wenn wir ihm sagen würden, du könntest eventuell laufen und er läuft dann nicht, dann verklagt er uns. Also die Angst ist da die Motivation. Wir wollen auf der sicheren Seite sein, denn wenn wir sagen, du läufst nicht wieder und dann läufst du, dann verklagst du uns nicht. Man kann aber eben auch nachlesen bei Querschnittlähmungen, diese inkomplette und komplette Diagnose, die verändert sich und kann sich gerade eben auch innerhalb eines halben Jahres bis 18 Monate nochmal ändern. Fallen Sie darunter? Sind Sie so ein Fall? Na, deswegen sage ich ja, Heilung durch Bewusstseinsprozesse. Das ist uns nicht klar, weil wir sind in einer materialistischen Zeit und da gilt halt der Satz von Marx, Materie bestimmt das Bewusstsein oder die Gesellschaft bestimmt das Bewusstsein. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht umgekehrt. Das Bewusstsein bestimmt die Materie. Und das ist ja auch mit unserer Alltagserfahrung identisch, weil jede Manifestation in diesem Universum braucht einen geistigen Impuls, damit es überhaupt entsteht.
Das heißt, auch dieses Radio hier vor Ihnen oder der Stuhl, auf dem Sie sitzen, der Ursprung davon ist ja nicht Materie, sondern die Idee. Und ohne eine Idee würde das alles nicht entstehen. Das heißt, auch wenn ich wieder laufen kann, brauche ich dafür eine Idee. Und das ist das, was ich heute lehre. Du brauchst erstmal eine Idee, wofür du gesund werden willst. Heißt das, Sie haben eben die Diagnose der Ärzte dann nicht anerkannt, um eine Idee von der Gesundheit wieder zu bekommen? Ja, aber damals konnte ich ja auch noch nicht bei mir selber ein Seminar besuchen. Also das war alles noch rein intuitiv, aber im Rückblick dann doch richtig, weil ich wurde ja von denen bezeichnet als ignorant. Und mir wurde ja auch jedes Mal gesagt, sei jetzt mal stark und akzeptiere dein Schicksal und trainiere den Rollstuhl. Und das Leben ist ja nicht zu Ende im Rollstuhl, also komm, weiter. Und da habe ich meine Ohren auf Durchzug gestellt. Und, ein Sturkopf, würde man sagen. Ja, ignorant wurde ich genannt. Und ich wusste zwar nicht, wie ich das schaffe, aber ich war mir sicher, ich schaffe das irgendwie. Und erst im Rückblick, wobei das hat, muss ich offen mal sagen, der Rückblick hat 23 Jahre gedauert. Und dann konnte ich diese Akademie gründen und inzwischen diese Selbstheilungsseminare überall geben. Aber mein Bewusstsein hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Und heute geht es darum, dass ich eine Methode habe, mit der ich zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Zweck mein Bewusstsein erweitern kann. Denn alle Probleme, die ich habe, egal ob das ein körperliches, ein finanzielles Beziehungsproblem ist, es scheitert immer darin, dass mir das Bewusstsein fehlt für die Lösung. Sie galten als unheilbar und konnten nach einer Querschnittlähmung wieder gehen. Wir haben eben von Ihnen erfahren, dass Sie ein sturköpfiger Patient waren und gesagt haben, die Diagnose erkenne ich nicht an. Was haben Sie gemacht innerhalb dieses Jahres, dass Sie anschließend selbstständig wieder laufen konnten? Einen Bewusstseinsprozess. Und darunter können sich ziemlich wenig Leute was vorstellen. Die denken immer, man muss was machen. Man muss jetzt, weiß ich, immer auf seinen Fuß schauen oder seine gelähmten Beine und sagt, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Mit Willen allein ist das nicht getan, sondern man muss verstehen, warum hatte ich den Unfall. Es gibt keine Krankheit, die mich ärgern soll oder die aus Versehen oder per Zufall passiert ist oder weil jemand anders schuld ist, sondern jeder hat immer einen solchen Schicksalsschlag, um etwas Neues zu lernen. Sie sehen das als Botschaft quasi? Ja, ich muss, wenn Sie so wollen, ich muss die Botschaft in dem Problem erkennen. Und wenn ich das getan habe, kann das Symptom gehen. Welche Botschaft gab es denn bei Ihnen? Warum waren Sie querschnittgelähmt? Naja, ich habe ja, wie gesagt, vorher nur noch Bier ausgeschenkt und Zigaretten passiv geraucht. Das sagt man natürlich, du, das ist nicht deine Lebensaufgabe. Jetzt, wo du die Grünen verloren hast und dachtest, das wäre die Lebensaufgabe, so eine Partei ins Leben zu rufen. Und das hat nicht funktioniert. Aber das muss Ihnen ja nicht einen Querschnitt klar machen. Das hätten Sie sich auch selbst sagen können. Nee, ich glaube, auf die Idee wäre ich sonst nie gekommen, weil durch den Querschnitt habe ich dann auch überlegen müssen, wofür möchte ich wieder gesund werden. Und da ist mir monatelang nichts eingefallen, bis ich erkannt habe, ich möchte Menschen kennenlernen, die noch nicht zivilisiert sind, weil ich hoffte, dass die ein anderes Bewusstsein haben als unsere normales Wählvolk, die entweder ein SPD oder ein CDU oder weiß ich, grünes oder sonstiges Bewusstsein haben. Ich möchte mal wissen, wie Leute denken, die überhaupt noch nicht in diesem Karussell sitzen. Das klingt, als seien Sie auch auf der Suche nach einem Sinn gewesen, was für viele Menschen ja auch so wichtig ist, um ein erfülltes Leben zu leben. Naja, klar, es ist immer so. Auch Leute, die in Depression verfallen haben, den Sinn des Lebens verloren. Und um den geht es. Es geht ja auch nicht darum, ein langes Leben zu führen, sondern es geht darum, ein sinnvolles Leben zu führen und damit auch einen sinnvollen Tod zu erleben. Und für mich war der Tod offenbar noch nicht vorgesehen, sonst hätte ich ja auch bei dem Sturz sterben können. Sondern ich musste was Neues lernen. Und dieses Neue habe ich dann auf meiner ersten Reise nach Ladakh insofern kennengelernt, dass der erste nicht zivilisierte Mensch, der mir über den Weg gelaufen ist, war der Dalai Lama. Und ich kannte den ja vorher nicht. Den haben Sie mehr oder minder zufällig getroffen und auch begleitet? Ich habe den bei einer Autopanne kennengelernt.
Er hatte eine Autopanne, nicht ich. Und dann hat er mich eingeladen, mit ihm 10 Tage durch Ladakh zu reisen. Und trotzdem haben wir einen Punkt noch nicht geklärt, wo ich gerne noch dran festhalten möchte. Dieser Moment, wo Sie wieder laufen konnten. Wie hat das alles stattgefunden? Wie war dieser Prozess? Das geht ja nicht von einer auf die andere Sekunde. Das ging ganz langsam. Deswegen hat es ja ein Jahr gedauert. Also das war erstmal nur ein Hauch im großen rechten C, der angezeigt hat, aha, es gibt wieder einen Kontakt zwischen Gehirn und Unterleib, denn ich war ja bis zum Bauchnabel tot. Und dann ging es eben los und das dauerte monatelang, auch mit dem physischen Training, wieder die ganzen Kontakte herzustellen zwischen oben und unten. Und dann konnte ich allerdings erstmal nur in so einem Stahlkorsett die Klinik verlassen. Aber auch das war dann schon ich glaube, so nach 6, 7 Monaten war das dann schon weg. Und schließlich konnte ich auf 4.000, 5.000 Meter hochlaufen. Und heute kann ich fast eigentlich alles machen. Aber die Familie hat das damals auch nicht wahrhaben wollen, dass Sie gesagt haben, ich werde wieder gehen. Sie haben, glaube ich, ein Besuchsverbot erteilt. Ja, nicht nur der Familie. Ich habe jedem ein Besuchsverbot erteilt, weil jeder hat die Diagnose der Medizin übernommen. Und wenn Sie dann immer so einen Besuch kriegen, der sagt, naja, du Armer, aber du schaffst das schon. Es gibt 160.000 Rollstuhlfahrer in Deutschland, jetzt gibt es einen mehr. Das ist nicht so schlimm und du kriegst eine rollstuhlgerechte Wohnung, bla 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 und so weiter. Das wollte ich alles nicht hören. Es gab nur einen, der diese Diagnose nicht übernommen hatte. Das war mein Freund Fritz. Und der sagte auch, also das, was du suchst, das findest du in Ladakh. Und deshalb sind Sie gereist, auch zu den Urvölkern. Ladakh gilt als das kleine Tibet. Clemens Kubie in SWRs Leute, als Dokumentarfilmer haben Sie sich nach Ihrer Querschnittlähmung, als Sie wieder laufen konnten, auf die Suche gemacht, vor allem in der tibetisch-buddhistischen Kultur. Was wollten Sie finden? Das lag daran, dass der Dalai Lama ein Tibeter war und mir etwas erzählt hat, was ich bei den Grünen nie gehört hatte. Nämlich zum Beispiel von der Kontinuität des Geistes. Das steht in keinem Parteiprogramm. Oder vom Karma. Das steht auch nirgendwo. Also ich hätte das als Abgeordneter im Landtag nie erfahren. Und dadurch war das für mich tatsächlich eine enorme Bewusstseinserweiterung, mit der ich heute selber arbeiten kann. Und dadurch, dass ich merkte, aha, in Asien, also in Tibet selber ist Reinkarnation ein Volksbewusstsein. Da weiß jeder, wer im Vorleben war oder beschäftigt sich damit und so weiter. Das ist so wie bei uns, das Bewusstsein über die genetische Abstammung. Aber jetzt sagen natürlich viele, das klingt alles sehr sympathisch, ist uns aber doch auch sehr fremd und hat mit Wissenschaft wenig zu tun. Sie haben sich dann aber auch auf die Suche gemacht, was Buddhismus denn auch mit Neurobiologie beispielsweise gemeinsam hat. Was haben Sie gefunden? Also ich glaube, Reinkarnation hat mit Wissenschaft mehr zu tun als diese singuläre Vorstellung von Leben, denn die ist völlig absurd. Denn jeder Mensch, der schon mal ein Baby in der Hand hatte, weiß, dass das kein unbeschriebenes Blatt ist, sondern dass das eine eigene Persönlichkeit ist, und zwar nicht einfach die Kopie von Mama oder Papa oder Oma und Opa, sondern eine eigene Persönlichkeit. Das kann jeder, der im Leben hinschauen kann, erkennen. Also wo kommt denn diese Persönlichkeit her? Dafür muss es ja eine Vorsituation geben. Und deswegen macht also dieses Bewusstsein von der Kontinuität des Lebens viel mehr Sinn als dieses materialistische Blick, wo man Leben nur als Körper sieht. Das Leben beginnt mit Körper und endet mit Körper. Aber dass wir alle eine Seele haben, also auch geistige Wesen sind, das wird, obwohl es jeder weiß, aber es wird einfach vernachlässigt, denn die Seele selber kann ja nicht sterben. Die besteht ja nicht aus physikalischen Elementen. Dieses Haus wird eines Tages wieder zusammenfallen, weil es aus physikalischen Elementen, sogar dieser Globus wird eines Tages wieder zerfallen, weil er aus physikalischen Elementen besteht. Aber mein Geist, ja,
der ist ohne Anfang und ohne Ende. Wie soll der sterben? Und wenn ich mich damit identifiziere, habe ich ganz neue Möglichkeiten, weil dann kann ich mein altes Wissen anzapfen und das lehre ich heute in meinen Seminaren. Also diese Seminare... Da gibt es viele Anhänger, aber sicherlich auch viele Kritiker, die möglicherweise von Ihnen auch als Scharlatan oder Guru sprechen. Dabei sollte man festhalten, Sie selbst sehen sich nicht als Guru, denn da steckt ja eine Gefahr drin. Naja, wenn ich als Guru herumlaufen wollte, dann müsste ich hier mich verkleiden und so eine Autorität aufbauen, wie viele so Führer. Das würde ja dem Selbstheilungsgedanken total widersprechen. Im Gegenteil, also wir müssen doch nur mal gucken, wenn ein Chefarzt zur Visite kommt, welche Autorität der hat, weil da Professor Doktor steht, da kuscht doch jeder Patient. Jeder Patient sagt, der Doktor hat aber gesagt. Ich sage, Moment mal, was sagst du denn selber? Und man gibt, obwohl die Gesundheit die wichtigste Frage im Leben ist, gibt man da seine Kompetenz für diese Führungspersönlichkeiten total auf. Und das widerspricht mir. Aber da kann man mich nicht deswegen als Scharlatan bezeichnen, bloß weil ich sage, ich kann auch selber denken. Clemens Kubi in SWR1 Leute, Sie sind ein Bewusstseinstrainer und arbeiten da ganz intensiv mit den Menschen, auch mit schwer erkrankten Menschen, deren Selbstheilungskräfte wieder aktiviert werden sollen. Sie machen das über das Prinzip Seelenschreiben. Vielleicht nehmen wir gerade mal ein ganz prägnantes Beispiel. Ich habe in Ihrem Buch gelesen von der Geschichte von Eva, die war schwer erkrankt an einer Rückenmarks, ich glaube, Vereiterung und leidete sehr darunter. Und es stellte sich dann im Lauf ihres Gespräches fest, dass sie einen Bruder hatte, der noch vor ihrer Geburt verstarb. Was ist das für eine Geschichte? Wie sind Sie da beim Seelenschreiben vorgegangen? Ich gehe da beim Seelenschreiben gar nicht vor. Ich gebe nur die Anregung und sage, setz dich mal heute Nacht hin, wach irgendwann auf, das passiert dann eher ohne Wecker, und schreib mal auf, was macht dir eigentlich so wahnsinnige Angst, dass es bis ins Mark, bis ins Rückenmark geht. Und da kam bei ihr heraus der Tod. Sie hatte furchtbare Todesangst, dass ihre Mutter sterben könnte. Und die Mutter hatte wieder größere Todesangst, weil ihr Bruder gestorben war, also von Evas Onkel. Und als ihr das bewusst wurde, dass diese Vereiterung im Rückenmark eigentlich der körperliche Ausdruck von dieser tiefen Angst ist, hat sie dann nur noch an dieser Todesangst gearbeitet. Und nachdem ihr dann bewusst wurde, dass auch sie ein Kontinuum ist, war diese Angst verflogen. Und das Erstaunliche war, damit war auch die Vereiterung dann weg. Und das Bewusstsein ist eben so entscheidend, aber viele Menschen verlassen sich in der Medizin ja auf jemanden von außen. Was konnte Eva jetzt für sich selber tun? Denn das ist ja wichtig, auch die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen. Wie ich zuerst schon gesagt habe, der Slogan heißt, durch Bewusstsein heilen. Also der Körper ist dem Geist nachgeordnet. Und es geht immer nur um Bewusstsein. Heilung ist im Grunde nur ein Nebeneffekt davon. Also, weil ich frage ja gar nicht, mit welchem Problem man zu mir kommt. Man kann auch ein Beziehungsproblem haben, man kann ein finanzielles Problem haben, manche haben ein Arbeitsproblem, dass sie sich da unwohl fühlen. Also es geht ja nur darum, dass ich ein Problem, das meine Ratio nicht lösen kann, jetzt mit anderen Mitteln mal angehen möchte. Und dadurch, dass ja jeder Mensch nicht nur die linke Gehirnhälfte hat, sondern er hat auch noch eine rechte, das heißt, er hat auch noch eine Intuition, die allerdings in unserer Gesellschaft nicht geschult wird, sage ich, das musst du lernen. Du musst lernen, und Intuition ist ja im Grunde dasselbe wie Seele. Die Seele ist, würde ich so definieren, die personalisierte Intuition. Intuition ist ein Bauchgefühl, auf das wir vielleicht oft nicht hören, aber inzwischen gibt es ja auch Theorien, dass man sagt, nicht mit der Ratio verbunden ist, weil die Intuition arbeitet assoziativ. Die Ratio versucht immer logisch Zusammenhänge herzustellen. Wenn wir aber Seelenschreiben machen, dann schreibe ich das auf, was so intuitiv hochkommt. Und das kann völlig chaotisch sein. Aber darin liegt die Tür zu dem Bewusstsein, das ich brauche, damit sich das Problem löst. Kann das jeder für sich auch machen? Klar.
Viele machen, die kenne ich überhaupt nicht, die machen das nur mit meinen Büchern oder mit meinen Filmen. Heute kann man das übrigens alles online machen. Wenn man auf meine Webseite geht, clemenskubi.de, da findet man alle diese Möglichkeiten. Es ist nicht wichtig, dass man mich als Lehrer dabei hat, sondern dass man sich selber als Lehrer erkennt. Wie unterscheidet man denn einen Scharlatan von einem guten Therapeuten? Für mich gibt's überhaupt keinen Scharlatan. Weil wenn einer Hokuspokus macht und irgendwie so Simsalabim-Methoden hat und die wirken, dann sage ich, aha, ist ja erstaunlich. Ich gehe dann nach Lourdes und trinke dann ein bisschen Wasser und sage, ja, Maria hat mich geheilt. Dann wäre ja Maria ein Scharlatan, weil sie hat ja medizinisch nichts getan. Und trotzdem wirkt es ja. Es fahren 6 Millionen Menschen fahren im Jahr nach Lourdes. Das wären alles Leute, die zum Scharlatan gehen. Das ist doch nicht gerechtfertigt zu sagen. Also diese Leute, die da kommen, bei denen hat diese Illusion konkrete Folgen. Sie sagen, ja, es hat gewirkt. Dem Tod mit demselben Respekt begegnen wie dem Leben, das ist auch ein Slogan von Clemens Kubi. Wir wollten darüber sprechen, wie Sie mit der Schulmedizin umgehen, denn dort gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen zu Ihrer Methode. Das Bewusstsein ist da gar nicht so angesehen. Gibt es da oft Widerstände? Also ohne die Schulmedizin wäre ich nicht am Leben. Weil ich brauchte dann nach meiner Querschnittslähmung nochmal eine OP, denn es hing ein großer Knochensplitter noch in meinem Nervenkanal, im Rückenmark. Und den hätte ich den hätte ich geistig wohl kaum rausgekriegt. Also da musste mir der Nervenkanal geöffnet werden. Also da habe ich große Hochachtung vor Chirurgen, die unter 130-facher Vergrößerung da in meinem Nerven da operiert haben. Also das ist eine Hochleistung. Außerdem sage ich jedem, eine gute Diagnose hilft mir geistig enorm, weil dann weiß ich wenigstens, was los ist. Denn der Körper spiegelt mit seinen Symptomen genau die Botschaft, die ich geistig vollziehen soll. Und wenn ich keine genaue Diagnose habe, dann schwimme ich da herum, weil ich nicht genau weiß, was ich habe. Aber wenn ich weiß, ich habe eine Vereiterung im Rückenmark, dann weiß ich, oho, jetzt muss ich genau dahin schauen, was ging mir bis ins Mark. Und da findet für mich natürlich ein Sprung in die geistige Welt statt, die Medizin nicht lernt. Sie können an keiner Uni lernen, was die Ursachen von Krankheiten sind. Die Medizin hat dafür keine Methode. Sie können dafür auf meine Webseite schauen, da hat der Chefarzt eines riesigen Klinikums in der Schweiz gesagt, wir brauchen die Kubi-Methode, um an die Ursachen unserer Krankheiten zu kommen, weil die Medizin hat dafür kein Verfahren. Aber wenn Sie die Ursachen ansprechen, wer sich beispielsweise immer fett ernährt, da kann man auch darauf schließen, dass es dann irgendwann Herz-Kreislauf-Probleme gibt. Ich frage mich, warum ernährt sich der Mensch fett? Ich bleibe nicht damit einfach stehen, was auf der biochemischen Ebene passiert ist. Das ist zwar richtig, dass das dann zu solchen Folgen führt, aber ich möchte die Ursache lösen. Warum muss dieser Mensch so viel Fett essen? Und da komme ich dann auf psychische Dinge, auf Liebesentzug, auf andere Leiden. Und wenn ich die umschreibe in meinem Sinne, durch Seelenschreiben, dann habe ich da ein ganz anderes Selbstwertgefühl und so weiter. Und dann brauche ich dieses Fett nicht mehr. Wie kann denn dann ein Gesundheitssystem aussehen, was vielleicht die Intuition und das Bauchgefühl, was Sie ansprechen, eben mit der Schulmedizin auch verbindet? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das dauert noch 30 Jahre, bis die Schulmedizin sagt, das haben wir immer gewusst. Also so die Psychosomatik hat jetzt schon angefangen zu sagen, ja, der Mensch ist nicht nur ein biochemisches Wesen, er hat auch geistige Parameter. Aber bis das wirklich die Schulmedizin übernommen hat, momentan sind wir noch im anderen Trend. Also die OPs nehmen unglaublich zu, sodass sogar die Ärztekammer sagt, und das will was heißen, also fast die Hälfte der OPs sind unnötig. Aber ich meine, ich muss das einfach mal ökonomisch verstehen. Wenn ich dem Menschen klar mache, dass er sich nicht selber heilen kann, dass er dafür immer jemand anderen braucht, dann ist das ja eine geniale Geschäftsidee. Also dann muss ich ja immer einen Service machen, der was kostet.
Und dieses Kosten ist sogar noch zwangsweise bei uns institutionalisiert. Das heißt, jeder muss 19,5% seines Lohnes dafür abgeben, auch wenn er selbst nicht krank ist. Also sprechen Sie eine Gesundheitslobby an? Nein, ich spreche davon an, dass jeder die Verantwortung übernehmen soll. Jeder soll für sich die Verantwortung übernehmen, weil er hat das Werkzeug zur Bewusstseinserweiterung und er könnte es selber regeln. Aber das ist natürlich bei allem so, dass man lieber jemand anderen bezahlt, der soll mich gesund machen. Aber in dem Fall, da geht es wirklich um die persönlichen Dinge. Und die kann kein anderer regeln. Das kann ich auch nicht für meine Klienten regeln. Ich heile niemanden. Ich bin sowieso kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, ich bin kein Heiler. Ich zeige dir nur, wie du dein eigenes Bewusstsein für dieses spezielle Problem, das du gerade hast, erweitern kannst. Glauben Sie an Wiedergeburt? Ich glaube nicht nur an Wiedergeburt, sondern ich weiß es, weil meine Tochter zum Beispiel weiß ich, wer die im Vorleben war und dafür habe ich 1000 Beweise. Zum Beispiel? Ach, jede Menge, dass sie die Fähigkeiten hat, die Oma hatte, die sie in ihrem Vorleben war. Meine Oma, nicht ihre, meine Oma war. Und darüber müssen wir jetzt eine extra Sendung machen, das spare ich mir, weil einfach dieses Bewusstsein von der Kontinuität, das ich in 30 Jahren überall gesammelt habe. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch, einen neuen Film und ein neues Seminar zur Reinkarnation aufgesetzt. Das heißt gelebte Reinkarnation. Und in dem Film, den ich über 30 Jahre gedreht habe, der heißt übrigens, hat einen englischen Titel Looking for a Sign. Weil jeder von uns sucht ja nach Zeichen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und das geht mir ja genauso. Und ich musste 30 Jahre nach dem Zeichen suchen, ob wirklich mein Freund wieder dieses Baby ist, den ich vorher mit einem Autounfall verloren habe. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr weit weg für jemanden, der sich damit so gar nicht beschäftigt hat. Vielleicht können Sie es etwas transparenter machen. Sie haben ja auch den Film gemacht, Living Buddha. Da ging es auch schon darum, um einen Menschen in 2 Leben darzustellen. Sie beschäftigen sich sehr lange mit dem Thema. Wo sind die Beweise, so gerne man das glauben möchte, wenn Sie sagen, Sie haben für sich Beweise gefunden? Ja, man muss sich einfach den Film anschauen und das Buch lesen und dann sehen, aha, trifft das für mich auch zu? Das können Sie nur spüren. Also manchmal kriegt man auch tatsächlich einen Beweis. Also ich habe etliche Leute in meinen Seminaren, der wusste am Schluss die Regimentsnummer, wo er im Zweiten Weltkrieg gestorben war und hat das dann rekonstruiert. Und tatsächlich dort taucht er wieder als Person auf und solche Dinge. Aber es geht erstmal darum, dass ich die Angst vom Tod loswerde. Weil das ist die Quelle für alle Existenzangst. Solange der Tod diesen Schrecken für mich hat, dass dann alles aus ist, beeinflusst das immer mein Lebensgefühl. Was wünschen Sie sich für die Welt in 30 Jahren? Dass jeder Einzelne mehr Eigenkompetenz für sein Wohlergehen übernimmt. Wie kann das in einer Welt, in Betrieben und Unternehmen aussehen, wenn Sie beispielsweise auch sagen, ja, wenn man ein leichtes Zipperlein hat, wäre es schon schön, wenn man sich um sich kümmern kann? Also ich habe dafür sogar ein Konzept geschrieben, das heißt Seelenhygiene auch im Betrieb. Und ich glaube, ein Unternehmer tut gut daran, auf das Befinden seiner Belegschaft sehr genau zu achten. Denn wenn die so lange arbeiten, bis sie wirklich physisch was haben, hat er einen viel größeren Ausfall, als wenn er schon vorher guckt, wer ist da schlecht drauf, wer hat so viele Probleme, dass man sich mit ihm reden muss, dass da ein Bewusstseinsprozess stattfinden muss. Dann hat er einen viel menschlicheren Kontakt zu seiner Belegschaft. Und eine Belegschaft, die seelisch gewürdigt wird, die ist viel effektiver. Aber natürlich lauern da viele Schwierigkeiten, weil ein Chef diesen Mangel natürlich des Mitarbeiters auch als Macht gegen ihn verwenden kann. Wie haben Sie das gelöst? Sollte der Unternehmer nicht selbst diesen Job machen. Da sollte er wirklich eine neutrale Person haben, wie man auch in Betrieben ja auch hat, so Vertrauensleute, denen auch der Arbeitnehmer sich gerne anschließt. Also da muss er auch sicher sein, dass ihm das nicht zum Nachteil ausgelegt werden kann. Aber wenn es eine Institution in den Betrieben gäbe, wo ich auch mit meinen privaten seelischen Problemen kommen kann, dann könnte man ganz viele Krankheiten im Vorfeld schon prophylaktisch sozusagen vermeiden. Und das hilft der Produktivität enorm. Ich unterstelle Ihnen mal, Sie haben keine Angst vor irgendeiner Krankheit, die Sie treffen könnte. Ich habe auch immer irgendwas,
aber da mache ich Seelenschreiben, mache ich mindestens 3-mal die Woche, weil es gibt immer irgendwelche Konflikte und die möchte ich harmonisieren. Und ich kann die nicht jetzt sozusagen im direkten Kontakt harmonisieren, aber auf meinem Papier, da geht es. Die können Sie umschreiben. Genau. Und das macht mir ein neues Gefühl. Und mit dem neuen Gefühl begegne ich dann wieder dieser Situation. Und siehe da, ich kriege eine neue Reaktion. Also ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWRs Leute. Clemens Kubi, alles Gute. Ich danke auch. Schön, Frau Köster. Schönen Tag noch an alle.